Okay, cool. Leute, wir schauen uns heute ein faltbares Gehäuse an für einen Diodenlaser und den dazugehörigen Luftfilter, um die Luft zu reinigen. Für diejenigen Leute, die die Abluft nicht nach draußen transportieren können. Und deshalb wollen wir die beiden Sachen hier einfach mal im Detail testen und schauen an, ob sie einen Taug haben. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele kennen mich von irgendwelchen Laservideos. Diese Playlist werde ich euch natürlich hier oben nochmal verlinken. Aber wie gesagt, hör im Intro, heute geht es um ein Gehäuse und um einen Luftfilter. Hier handelt es sich um einen Luftfilter für ein Dioden-Lasersystem hier. Ihr kennt es ja selber, man muss diese Abgase, weil diese Abgase, diese Abluft, was der Laser erzeugt beim Schneiden oder beim Gravieren, sind giftig, die sollte man nicht einatmen, deshalb muss man das Ganze nach draußen transportieren. Ja, nur was machen, wenn man jetzt keinen Keller, wenn man jetzt im Keller hockt und kein Fenster hat, und dafür soll dieser Luftfilter da sein, wenn wir das Ganze nicht nach draußen transportieren sollen. Ich bin jetzt selber mal gespannt, das ist der D2 Luftfilter von Atomstark hier, den werden wir dann nachher einfach mal anschließen und wollen mal schauen, wie viel oder wie sauber dieser Filter ist, ob er wirklich alles rausfiltert aus der Luft oder ob es noch stinkt oder wie auch immer. Das wollen wir einfach mal hier in diesem Video testen. Des Weiteren testen wir auch dieses faltbare Gehäuse. Ihr habt es gerade schon aufgebaut gesehen. Ja Leute, dieses Riesengehäuse, was ich gerade da hatte, ist dieses kleine Ding hier. Dieses kleine Ding hier zusammengelegt ist dieses Gehäuse und ich bin mal gespannt. Es ist ein faltbares Gehäuse für so Diodenlaser hier und wir wollen jetzt einfach mal schauen, ob dieses Teil hier, was hier zusammen faltbar ist, ob das überhaupt einen Taug hat und ob es überhaupt was bringt und ob ich es euch empfehlen kann. Wer sich natürlich selber ein Gehäuse bauen will, der kann da gern auch nochmal hier auf dieses Video schauen. Da habe ich mit Manu hier zusammen ein Gehäuse gebaut. Kam auch recht gut an, ist auch ein cooles Gehäuse. Aber wer jetzt hier nicht so handwerklich begabt ist, bisschen um so ein Gehäuse zu bauen, der kann sich gern sowas anschaffen hier. Jetzt schauen wir uns erstmal den Lieferumfang dieses Gehäuses an. Hier, dann kommen wir zum Filter. Also beim Gehäuse wird natürlich dieses Teil hier mitgeliefert. Das Gehäuse selber, ganz klar. Das werden wir jetzt gleich mal aufbauen. Dann haben wir noch einen Abluftventilator hier, der dann die schlechte Luft rausziehen soll aus dem Gehäuse mit Netzteil. Und wir haben jetzt hier noch die ganzen Werkzeuge hier dabei. Einen Schraubenzieher, einen Imbusschlüssel und hier ein Gitter und noch eine Schlauchschelle hier und natürlich den Abluftschlauch selber, der gut biegsam ist, von dem her also gut. Jetzt seht ihr hier mal den Luftfilter hier, ist eigentlich, ja, der Lieferumfang ist ganz klar. Hier haben wir noch eine Schlauchschelle dabei, wir haben einen Schraubenzieher dabei, wir haben das Netzteil dabei für diesen Filter hier, denn hier oben haben wir nämlich einen Ein- und Ausschalter hier, wo wir das Ganze ein- und ausschalten können. Hier haben wir den Eingang und dieser Filter, der ist jetzt hier schon verbaut. Atomstark verspricht, dass 99,97% der Abluft gefiltert werden. Hier durch diesen Filter. Das ist einfach ein Aktivkohlefilter, der wirklich hier, ich glaube 8 verschiedene Filter hat der verbaut hier drin in einem Filter. Dieser Filter ist austauschbar und Atomstark hat mir gesagt, dass dieser Filter circa, je nachdem wie ihr natürlich lasert und wie viel Abluft ihr habt und so weiter, soll circa ein Jahr bei richtiger Reinigung sein. Also Reinigung heißt dann auf Deutsch, man kann ein bisschen ausblasen mit der Luft, mit dem Druckluft hier ein bisschen und kann den Filter wieder mal ein bisschen durchreinigen. Das sollte man machen und dann versprechen sie ein Jahr Haltbarkeit circa dieses Luftfilters. Und der Luftfilter ist ganz einfach austauschbar. Man braucht im Endeffekt hier nur diese 4 Schräubchen hier unten aufdrehen, das Gehäuse öffnen und den Luftfilter austauschen. Dieser Luftfilter kostet natürlich dann auch wieder Geld. Also für diejenigen Leute, die keine Abluft nach draußen haben, das ist immer das Beste, was ihr machen könnt. Die müssen sich natürlich bedenken bei so einem Kauf so eines Filters, dass man diesen Filter, diesen Aktivkohlefilter, der da verbaut ist, dass man den jetzt auch nach einer gewissen Zeit halt immer austauschen muss. Gut, ich würde sagen, wir wechseln jetzt wieder rüber zum Gehäuse und werden dieses Gehäuse einfach mal aufbauen, wie einfach das funktioniert.
So meine Lieben, ich habe hier mal was vorbereitet, denn mein Tisch ist nicht ganz so groß, deshalb würde der das Lasergehäuse kippeln. Ich habe deshalb hier eine Platte, eine MDF-Platte hier unten benutzt, hier einfach, und habe mir auf diese MDF-Platte hier schon mal auf dieses Gehäuse angepasst, hier ein paar Leisten hingemacht hier. Das müsst ihr natürlich nicht machen, das ist klar, aber ich mache das halt einfach so, dass ich das dann immer ganz schnell reinsetzen kann hier in dieses kleine, ihr seht es ja hier gerade, kleine Leisten hier, da setze ich einfach das Gehäuse rein und dann ist es immer am selben Fleck. Das ist ja das so Tolle dran. Deshalb habe ich das mit dieser Platte gemacht. So, jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Oder ich habe es ja schon probiert. Also das ist echt super, super, super einfach hier, das Ganze aufzustellen hier. Im Endeffekt brauche ich nur einmal aufklappen hier. Also ich habe es noch nicht probiert, das Gehäuse, gell? Also ich habe mir aber halt schon mal vorab die Platte hier gebaut, um es euch hier zu zeigen. Im Endeffekt muss ich das jetzt ein bisschen reinfummeln hier in das Teil hier. Muss man natürlich nur einmal beim Aufbau und Abbau wieder machen hier von dem her. Deshalb ist es ja kein Problem. Gut. Man soll es natürlich richtig rum draufstellen. Der Abluft ist jetzt hier oben, also achtet nur darauf, wie ihr rum das Ganze aufstellt. Das kann so natürlich nicht funktionieren. So gehört's. So, jetzt müssen wir noch den Abluftventilator hier ja, anbringen hier. Und da werden wir jetzt einfach mal, das wird hier von außen drauf gemacht hier. Da ist alles schon vorhanden im Endeffekt und da braucht es jetzt im Endeffekt nur das Ganze jetzt hinmachen. Und dieses Gitter hier kommt innen drin rein. So, das auch mal erledigt. Hallo. So, und jetzt müssen wir im Endeffekt nur, da sind Klettverschlüsse dran hier, dass es dann schön abdichtet. Und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur hier festmachen. Das habe ich da vergessen. Okay, super. Und hier sind Magnete dran, dass es hier bleibt. Hört ihr das? Hier sind Magnete und so kann man das ganze Gehäuse dann aufmachen. Perfekt, hier ist noch eine Metallstange hier verbaut, dass es hier auch ein schönes Scharnier gibt. Und dann, natürlich von hinten macht man das Gehäuse auch nicht zu. Und dann ist es eigentlich schon fertig aufgebaut. Und ich muss sagen, schaut mal, wie stabil das ist. Echt top. So, jetzt schauen wir uns das mal nochmal genauer an hier, was wir noch alles haben. Wir haben hier zum Beispiel noch eine schöne Tasche hier an der Seite, wo man das ganze Werkzeug reinstecken kann zum Beispiel. Wir haben hier vorne, haben wir Auslässe, die sind innen auch mit Klettverschluss, damit wir mit Kabeln rauskommen hier. Das haben wir auf der Seite hier auch, hier vorne. Und ihr seht es jetzt hier auch noch, da wo es dann die Luft reinzieht, weil das zieht es ja dann hinten hier raus, die Luft. Und hier kriegt ihr praktisch Luft, nicht, dass hier so ein Vakuum gebildet wird. Gut, hier ist auch noch mal eine Tasche, wie ich gerade sehe. Top. Also bis jetzt macht es einen guten Eindruck, muss ich sagen. Prima. Und vor allem das Gute ist, das Ding ist echt stabil. Das finde ich schon mal cool. Prima. Also ich hätte es nicht auf den Fotos gedacht, dass es doch so gut rüberkommt hier. Beim faltbaren Gehäuse habe ich mir vorgestellt, irgendwie so ein lumbriges Ding hier. Aber wie ihr seht, es ist wirklich richtig stabil. Jetzt habe ich euch noch nichts von Material hier erzählt, ist mir gerade aufgefallen hier. Also wir haben ja Material, wir haben jetzt erstmal hier Sichtschutzscheiben hier. Das ist dann dafür gedacht, dass wir... ich sag immer noch mit Brille einfach nur, das ist oranges Plexiglas hier und filtert dieses blaue Licht hier größtenteils raus. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, immer eine Brille aufzusetzen, Leute. Das ist einfach so, es ist einfach besser. Wir haben hier ein Wabengewebe, nennt sich das Ganze hier, und es ist silikonbeschichtet. Das silikonbeschichtet finde ich eigentlich ganz gut, denn ich kenne so Wabengewebe auch, das nicht silikonbeschichtet ist, und wenn da Staub drauf kommt, dann kriegt man den gar nicht mehr weg. Also das heißt, wenn da mal Staub drauf ist, kann ich auch mal mit einem feuchten Tuch hier drüber wischen und es ist dann überhaupt kein Problem, das sauber zu kriegen. Dieses Gewebe soll flammhemmend sein hier, schwer entflammbar. Das finde ich auch ganz gut von der Sicherheit her. Nicht, dass dann hier gleich das Ding hier
in Flammen aufgeht hier und das wollen wir ja alle im Endeffekt nicht. Wir haben hier eine Arbeitsgröße hier von 700 auf 700 mm, was wir hier Laser reinstellen können. Achtung, dieses Gehäuse, habe ich gesehen, gibt es auch für die Erweiterung. Also das heißt, wenn ihr hier einen Laser habt mit Erweiterung hier, gibt es auch noch ein Gehäuse. Müsst ihr mal drauf schauen. Ich werde euch natürlich unten dieses Gehäuse, beide Gehäuse, natürlich auch nochmal verlinken. Wir haben hier eine Höhe, eine gemessene Höhe, muss ich mal selber messen hier ganz kurz, auch wegen der Kamera. Ihr wisst es ja, wenn man eine Kamera hat. Also wir haben jetzt hier eine realistische Höhe von 39 cm. Ich habe letztens eine Kamera vorgestellt von Atomstark hier und ich habe die jetzt noch nicht umgebaut, aber sie könnte hier reinpassen, weil ich bin da sowas, ich glaube auf 32, 33 cm bin ich von der Höhe, von der Arbeitsfläche rausgekommen hier und wir haben ja hier, wie gesagt, 39 cm Luft nach oben, also das könnte ganz gut funktionieren. Mir ist gerade so ein bisschen aufgefallen, Leute, schaut's doch mal an, die Farbe hier von dem Orangen und mit dem Schwarz hier und schaut's mal hier das Gipfelholz-Logo an hier. Also das gefällt mir allein schon mal ganz gut, dass die Farbe hier echt zu dem Logo richtig geil passt. Was meint ihr? Jetzt habe ich mal den Laser reingestellt hier. Hier kommen die ganzen Kabel raus. Es sind ja noch auf zwei Seiten, da hinten ist noch ein Durchgang. Und auf der anderen Seite rechts ist noch ein Durchgang, also da könnt ihr die ganzen Kabel rausbekommen. Ich habe jetzt den neuen iCare hier reingestellt, den habe ich auch mal getestet, den könnt ihr gerne mal anschauen hier. Hier, so schaut das Ganze aus. Jetzt muss ich dazu sagen, der ist natürlich nicht ganz so klein, dieser iCare hier. Und deshalb müsst ihr wirklich bei euch darauf achten, vor allem mit den Kabeln. Das heißt, oder mit den Kabeln, hier bei dem iCare ist es ja kein Problem, das ist ja total easy hier gemacht hier. Mit diesem einen Kabel hier und das stört überhaupt nicht, aber ihr müsst bei eurem Laser natürlich schon schauen, ob der dann reinpasst. Wir haben hier, wie gesagt, eine Fläche von 70 auf 70 cm. Berechnet die Kabel, die aber an der Seite vom Laser raushängen, auch noch bitte mit. Aber bei mir passt es echt sehr gut rein. Was ich mir jetzt gerade noch selber gebaut habe, das könnte eigentlich dabei sein, muss ich sagen. Aber okay, das ist jetzt kein Problem. Ich habe noch ein kleines Stückchen LED-Leiste hier reingeklebt, hier an das Gehäuse hier. Da macht es hier noch ein bisschen heller. Also im Endeffekt gut, jeder hat noch vielleicht so ein Stückchen LED-Leiste daheim. Das sind jetzt ein paar Zentimeter, was ich da reingeklebt habe. Und bei mir kommt das Kabel, ich muss es noch ein bisschen besser verkabeln. Bei mir kommt das Kabel jetzt gerade aktuell hier oben raus. Gut, ich habe das Ganze jetzt einfach mal noch angeschlossen an den Abluftschlauch hier. Das Gehäuse selber, wenn man es einschaltet, ist eigentlich so gut wie nicht hörbar. Also man hört es minimal, diesen Lüfter hier, der ist wirklich nicht laut hier. Aber jetzt habe ich mal diesen Lüfter hier angemacht hier. Jetzt hört es ja selber mal. Also er ist jetzt nicht gerade sehr leise, wenn das Gehäuse offen ist. Also ihr hört schon, es ist schon ein ganz schöner, ja, es ist nicht ganz so leise hier, aber wenn man das Gehäuse jetzt mal zumacht, dann ist es schon deutlich besser hier, der Unterschied. Ich habe jetzt mal hier was vorbereitet und zwar werden wir jetzt hier auf dieses 10 mm starke Pappelsperrholz, werden wir hier einfach mal WC reinschneiden, ausschneiden und wollen mal schauen, weil da qualmt es dann schon so richtig hier und wollen jetzt mal einfach mal schauen, wie viel das Ganze hier absaugt. Ich lasse den Laser extra nochmal langsam laufen hier, der könnte viel schneller fahren. Ich lasse ihn langsam laufen, damit es so richtig schön Qualm gibt und jetzt wollen wir mal schauen, wie viel praktisch der Lüfter hier packt und vor allem dann am Schluss hier ja, sauber rauskommt. Bin ich jetzt mal selber gespannt, wie das funktioniert. Also ihr seht es gerade, der Laser schneidet und das Ding da drin qualmt wie die Sau. Das Gehäuse wundert mich jetzt gerade ehrlich gesagt, dass das wirklich dicht ist. Also es qualmt, ihr seht es ja, hier ist nichts qualmen und da drin qualmt es wie die Sau. Aber hier kommt echt, hier riecht man es ganz minimal an der Ecke.
Ganz, ganz, ganz minimal. Hier gar nichts im Endeffekt. Also mich wundert es schon. Also es ist ganz leicht, kommt es hier, ganz, ganz minimal kommt es hier raus. Und hier muss ich auch dazu sagen, man riecht es ein bisschen, aber da kommt kein Qualm mehr raus, da kommt nichts mehr raus. Ganz minimal, mini. Das sind wahrscheinlich dieses 1%, was da drin gerade hier verbrannt wird, weil da ist es echt verdammt viel Qualm drin. Jetzt ist das Ganze fertig, jetzt lasse ich aber den Lüfter noch ein bisschen arbeiten, damit er den restlichen Qualm aus dem Gehäuse noch abziehen kann. So, jetzt haben wir genug abgesaugt. Ich schalte mal die Absauganlage aus und den Filter auch hier. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ich bin jetzt schon so ein bisschen überrascht, dass es so gut funktioniert hat. Also ich hätte es gar nicht so gedacht. Am Anfang, wo ich so dran gerochen habe, hier an der Stelle, da habe ich dann gemerkt, der Klettverschluss ist nicht ganz dicht hier oben oder nicht dicht bei mir, weil ich es nicht richtig hingeklebt habe. Dann habe ich das gemacht und dann war plötzlich hier auch dieser Geruch hier an dieser Ecke war dann eigentlich auch relativ schnell weg im Endeffekt. Das war meine Schuld. Also achtet darauf, wenn ihr dieses Gehäuse aufbaut, dass hier der Klettverschluss alles richtig anlegt. Und dann hat es funktioniert. Abluftschlauch durch, in den Filter rein, in den Filter. Ihr habt es jetzt, vielleicht habt ihr es auf dem Video erkennen können, da kam minimal, kam da ein bisschen Qualm raus. Ihr habt es gesehen, hoffentlich konnte man es erkennen auf dem Video, wie das da drin gequalmt hat. Also das war heftig und hier kam minimal was raus. Also ich sage jetzt mal, die behaupten ja 99,97%. Ich behaupte jetzt, sind vielleicht 98 oder 97%, was gefiltert werden. Und das ist mal heftig. Also das finde ich echt gut. Und der Geruch, also natürlich, es riecht ein ganz, ganz minimal nach leichten verbrannten Holz. Aber wenn ich das Gehäuse öffne, ist da drin ja also ihr wisst es ja von eurem Laser, da drin riecht es jetzt schon so ein bisschen nach verbranntem Holz. Aber die Dämpfe, das ist jetzt ja das Wichtige, die Dämpfe sind eigentlich schon relativ gut gefiltert. Zur Fairness halber muss ich sagen, ich habe es natürlich extra nicht in meiner Laserecke gelasert, denn wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich da so eine fette Absauganlage da oben habe. Und ich wollte natürlich nicht, dass jemand sagt, hey, du hast es unter deiner Absauganlage gestellt und hast heimlich angemacht. Nee, das habe ich nicht. Deshalb stehe ich hier drüben und laser hier auf dieser Seite, damit wir wirklich erkennen können, ob hier Qualm rauskommt und wie es dann im Endeffekt riecht. Wie es riecht, kann ich euch natürlich nicht sagen. Ganz leicht riecht es natürlich, das ist klar, weil es ein verbranntes Holz ist. Aber hier ist kein Dampf, hier ist nichts in der Luft und das finde ich echt mal gigantisch. Wie lange der Filter natürlich jetzt hebt, kann ich euch leider nicht sagen. Atomstock gibt ja an 1 Jahr circa, wenn man ihn ab und zu mal hier mit dem Druckluft ein bisschen absprüht hier und das Ganze wieder einbaut und sauber hält im Endeffekt und reinigt, dann soll er angeblich 1 Jahr halten. Ich weiß es nicht, das kann ich euch nicht sagen. Eine Filterpatrone kann man nachkaufen, kann ich euch natürlich unten auch noch verlinken. Und diejenigen, die natürlich so ein Filtersystem haben, müssen natürlich bedenken, dass ihr dann jährliche oder halbjährliche, je nachdem wie viel ihr lasert, halbjährliche Kosten habt einfach von so einem Filterpatronentausch hier. Da müsst ihr einfach nochmal nachschauen. Wie gesagt, ich verlinke es euch unten. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit dieses Gehäuses und des Filters. Fangen wir mal beim Gehäuse an. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen positiv überrascht. Also Vorteile finde ich schon. Leute, das Ding kann man zusammenklappen. Das heißt, wenn ihr nicht täglich hier weiß Gott was lasert und den Platz einfach benötigt, dann kann man dieses Gehäuse einfach zusammenfalten. Ihr habt es am Anfang des Videos gesehen. Es ist super flach hier. Ich kann es verräumen, kann es wegräumen, habe keinen Platzbedarf für so ein Gehäuse. Brauche ich es, baue ich es auf, fertig. Es ist in 5 Minuten aufgebaut, überhaupt kein Problem. Echt richtig top Vorteil. Vorteil genauso auch sehe ich hier das Material an. Ich finde, man kann es richtig sauber halten hier. Das ist so silikonbeschichtet, nicht entflammbar das Ganze und wir haben noch Sichtfenster darin, dass wir halt dann durchschauen können hier mit Filterschutz noch. Aber ich würde euch trotzdem noch eine Brille empfehlen natürlich. Was mich ein bisschen verwundert hat, dass es doch relativ dicht ist für ein faltbares Gehäuse. Ihr müsst bloß darauf achten, dass ihr den Klettverschluss richtig anbringt und gut ist. Kommen wir mal zum Nachteil des Gehäuses hier. Ich muss sagen, ein großer Nachteil ist schon ein bisschen der Lüfter hier. Gut, er hat Power, er muss ja hier das ganze Gehäuse absaugen. Er hat schon wirklich Power.
Wenn das Gehäuse offen ist und der Lüfter läuft, ist es schon relativ laut, muss ich dazu sagen. Wenn das Gehäuse geschlossen ist, das Gehäuse dämmt den Geräuschpegel enorm, aber man hat trotzdem noch einen Geräuschpegel da, wo man sagen muss, ja gut, vielleicht den einen oder anderen könnte es vielleicht stören, mich persönlich stört es jetzt nicht, aber gut. Das Zweite muss ich sagen, es fehlt noch eine Beleuchtung. Gut, es ist überhaupt kein Problem, das ist so ein kleines Stückchen LED-Leiste, was ich hier reingeklebt habe, 5 Minuten erledigt, angesteckt, fertig. Also das ist in Ordnung, aber es hätte vielleicht schon hier im Gehäuse verbaut sein können, hier so eine kleine LED-Leiste drin, aber gut, kann man nachrüsten, kostet mich vielleicht 2, 3 Euro, hier hat jeder noch vielleicht rumflacken, so ein kleines Stückchen LED-Leiste reinbauen, fertig von dem her, gar kein Problem. Der dritte Nachteil sehe ich jetzt hier am Lüfter, denn noch ein Lüfterproblem, denn hier gibt es nämlich keinen Zwischenschalter. Ich habe jetzt hier eine Steckdosenleiste angesteckt, denn wenn ich jetzt meine ganzen Lasergeschichten alles an der Steckerleiste habe und einschalte, dann läuft der Lüfter gleich mit. Also ihr müsst dann nochmal einen Zwischenstecker reinmachen hier, um diesen Lüfter hier separat zu steuern. Da hätte ich mir vielleicht noch einen kleinen Ein- und Ausschalter gewünscht, aber gut, das ist auch innerhalb von 5 Minuten nachrüstbar, ist auch gar kein Problem, aber ja, theoretisch hätte es dabei sein können. Jetzt kommen wir noch ganz kurz auf den Filter zu sprechen hier. Da war ich ehrlich gesagt auch positiv überrascht, dass er doch relativ viel absaugt oder sogar so gut wie alles eigentlich abgesaugt hat. Minimal kam hier raus, vielleicht habt ihr es gesehen, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ganz minimaler Qualm. Aber sonst hat der da diese riesen Qualmmenge, was da drin war, hat der wirklich hier relativ, er hat es gereinigt im Endeffekt. Und es stinkt hier drin nicht wirklich nach Qualm und nicht nach was auch immer, sondern es riecht jetzt nur aus diesem Gehäuse nach ein bisschen verbranntem Holz im Endeffekt. Das ist ja nicht das Giftige dran, sondern die Dämpfe daran sind das Giftige. Bin ich positiv überrascht, aber Leute, wie ich auch erwähnt habe, ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Filter wirklich hält. Aber euch muss bewusst sein, dass ihr das nach einem halben Jahr oder Jahr definitiv laufende Kosten habt mit so einem Filtersystem. Und ich werde euch den Filter natürlich unten verlinken, da könnt ihr mal drauf schauen, was der aktuelle Preis von so einem Filter, Nachkauffilter ist. Leute, schreibt es doch mal unten in die Kommentare bitte rein, was ihr bei eurem Laser habt, was für Gehäuse habt ihr eigengebaute Gehäuse, habt ihr vielleicht auch schon so ein Faltgehäuse, habt ihr schon Filtersysteme, saugt ihr ab und bringt es nach draußen, diese Luft, würde mich alles mal interessieren und würde ich freuen drüber, wenn ihr unten alles in die Kommentare einfach mal reinballert. So Leute, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen jetzt weiterhelfen für eine Kaufentscheidung von diesen beiden Systemen hier, vom Gehäuse und vom Filtersystem hier, was wirklich relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Und ich würde mich über Kommentare freuen, ich würde mich über Likes freuen, einen Daumen hoch freuen. Abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und natürlich den Kanal abonnieren, das ist auch ganz klar. Und ich würde sagen, ich wünsche euch schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.